Lucien sagte, nenn den Preis. Warum? Es kostet nämlich 3.100 € und es ist ein Preis-Leistungs-Hit. Das klingt ja fast wie in der Werbung, ein Werbevideo für Konrad bei Greenbikes, aber du sagst, das läuft ganz gut, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich toll ist. Ja, hi Sven. Das Interessante an dem Rad halt ist, es sieht nicht so besonders jetzt vielleicht aus, weil hier ist halt... Du bist ein toller Verkäufer. Nee, aber so den ersten Eindruck, ne? Aber ich habe halt hier ein Hardtail für 3.000 € mit einer absenkbaren Sattelstütze. Das gibt's so an sich seltenst. Wenn überhaupt, haben das wenige Hersteller. Und dann sind das immer nur in den Top-Modellen für 4.000, 5.000 drin. Wo dann irgendwie noch Fox-Gabel und was auch immer drin ist. Aber hier schon in dem mittleren Modell absenkbare Sattelstütze und eine Luftfedergabel, CX-Motor. Extrem leichtes Rahmenset hier. Wir sind bei 22 Kilo und mit einem 500er Akku. Also das ist halt. Kommen wir gerade mit. Also, dass wir mal das sehen. Denn da wollen wir eigentlich drauf hinaus. Das Fahrrad hat jetzt einen teilintegrierten Akku. Das habe ich übrigens auch gerade im Einsatz bei Raymond. Also, da gibt es ein Modell mit teilintegrierten Akku, PWSD. Und was mir aufgefallen ist bei dem Fahrrad ist, es fühlt sich an wie ein normales Hardtail. Es ist nicht so sackschwer wie die Fullies, sondern es ist ein sehr, sehr schönes Fahren. Sehr, sehr ausgewogen. Es fühlt sich fast an wie normales Hardtail. Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir sind ja jetzt momentan in einer Phase, wo sich ein bisschen der Markt so ein bisschen nochmal so in eine gewisse Richtung dreht, dass mehr leicht, weniger Power. Das heißt, nicht mehr nur noch CX und 700 Wattstunden Akku, sondern auch mal so 400, 360 Wattstunden, 430 bei Fazua, 360 bei TQ. Und also bei dem neuen TQ HR. Aber auch jetzt Shimano mit 350 Wattstunden, glaube ich. Shimano gab es mal mit 380, genau. Bei Rotwild haben wir das. Also genau, da bei Rotwild, die haben nochmal ein Sondermaß. Die haben, glaube ich, 375 sogar. Das 375, ganz, genau. Und hier, was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir 500. Also das Powerpack halt von Bosch. Und haben halt durch den Rahmen, dass das ein Teil integriert ist, ne? Das hier ist einfach nur eine Abdeckkappe, ein sehr leichtes Gewicht. Also wir sind normal bei CX-Rädern, wenn die dann noch eine absenkbare Sattelstütze haben, 4 Kolben und noch eine Luftfedergabel, sind wir immer bei 25, 26 Kilo. Hier also normalerweise 3.100 €, Bosch Performance CX mit drin, eine ordentliche Bremsanlage mit drin, eine Shimano-Bremse. Dann hast du hier wirklich einen tollen Akku, wenn du den mal kurz aufmachst. Denn du kannst diesen Bosch Performance nämlich ein bisschen kastrieren, also kastrieren wäre falsch gesagt, ein bisschen schwächer machen und dann steigt die Reichweite ins Unermessliche für Leute, die zum Beispiel im kleinen Gang, das ist so, also die Berge hoch langsam fahren, die brauchen keine 85 Newtonmeter, da lang auch 60 oder 65. Eine Sekunde. Genau, du kannst natürlich auch einfach ein bisschen weniger Unterstützung wählen. Also wir haben ja auch die Möglichkeit beim E-Bike System 2, wo wir jetzt mit der Systemgeneration noch sind, auch hier den Tour Plus Modus beispielsweise zu installieren. Das ist ein Automatikmodus, der wesentlich schwächer unterstützt als der EMTB, also immer noch dynamisch, aber eben ein Stück schwächer. Da hättest du das gleiche im Prinzip auch erreicht. Hast den Motor quasi nicht abgeriegelt, aber halt schon ein bisschen von der Software her nach unten gedrosselt. Das Rad gefällt mir ausgesprochen gut, wegen der Luftfeder. Ich habe zurzeit auch eine Stahlfeder drin, also in dem Raymond ist eine Stahlfeder drin, aber die Stahlfeder trotzdem funktioniert gut. Ja. Also ist wirklich eine schöne Geschichte, aber die Luftfeder lässt sich nochmal genauer abstimmen. Genau, also die lässt sich genauer abstimmen, das soll auch bitte getan werden, also da jetzt nicht irgendein Druck drauf und auch möglichst nur mit Gabeldämpferpumpe. Ist klar, bei der Stahlfeder, da fährst du einfach los, ist fertig, aber die ist natürlich wesentlich feinfühliger. Trotzdem, beides funktioniert. Eine Feder ist immer besser als keine Feder, gerade vorne. Wenn du nämlich irgendwo drüber fährst, das ist aktive Sicherheit. Das Vorderrad bleibt am Boden. Genau, also das ist wirklich, gerade wenn du auf dem Trail unterwegs bist im Wald, ist eine Federgabel schon das Nonplusultra. Ja, hinten, also das Hardtail, habe ich mir gar nicht so schlimm vorgestellt. Also ich bin bisher immer Fully gefahren, außer als ich Kind war. Da gab es noch keine Fullies, aber diese Reifen sind so dickwandig und haben so viel Komfort, dass man schon fast sagen kann, da ist eine kleine Federung eingebaut. Ja, es ist ja die Plus-Bereifung, die sich mittlerweile im Mountainbike-Bereich auch zu Recht durchgesetzt hat. Da wirst du sehr viele Stöße, wirst du tatsächlich von den Reifen schon abgefedert bekommen. Ja, wir haben einen Hobby-Stuntman hier dabei, er heißt Lucien. Und Lucien wird uns gleich im Anschluss, nachdem wir die einzelnen Parameter durchgesprochen haben, dieses Fahrrad mal vorführen. Denn ein Bunny-Hop mit dem Fahrrad ist überhaupt kein Problem. Es ist so leicht, es fühlt sich sehr leicht an. Was würde dann ein Hardtail wiegen mit der gleichen Ausstattung? Wäre das rund
wahrscheinlich bei 15, 16 Kilo. Wenn es jetzt keinen Motor und keinen Akku hätte? Ja. 15, 16 Kilo. Das sind Welten. Also wenn ich jetzt mal gucke, beim Fully bist du ja oft bei 27, 28 Kilo und hier bist du bei 22 ungefähr. 21,8, 21,9 durch diese Teilintegration. Das muss man immer betonen, weil wenn weniger Material brauchst du. Genau. Ja. Die Steifigkeit ist ja eine ganz andere, ne? Wie ich da hier, also die ist ja hier gegeben, weil ich das wie bei einem normalen Fahrrad einfach draufsetze und dann so halb im Rahmen verschwinden lasse. Ich kann sogar fahren ohne Akku und jetzt kommt ja was Besonderes. Du kannst es rausnehmen und kannst es sehr, sehr bequem zu Hause laden, wo du die meisten Intube-Akkus dich zu Tode fummelst. Das Problem hast du hier gar nicht. Also wenn du das jetzt im Keller stehen hast, lädst es dann zu Hause auf oder nimmst einfach mal den Akku raus aus Sicherheitsgründen, weil viele empfehlen ja, wenn ich rausgehe, schließe ich es ab, mach hier einen Deckel ab, wenn du das mal gerade nochmal machst und lasse offen erkennbar den Akku draußen, dann haben viele schon gar keinen Bock mehr, das zu klauen. Genau, das ist tatsächlich eine Sicherheitsmaßnahme, die sich empfiehlt, gerade wenn er halt so leicht zu entnehmen ist wie hier. Und was halt auch noch dazu kommt. Bitte mal annehmen, Lucia. Was? Jetzt sieht das ja nicht so aus, als ob ich Bock habe, das zu klauen. Oder? Nee, jetzt weißt du schon Bescheid, hier wird es ein bisschen anstrengender als mit Akku. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen mit Sicherheit. Und was halt auch noch dazu kommt, diese Powerpacks, die waren ja die letzten Jahre sehr, sehr verbreitet. Das heißt, ganz viele Familien haben noch ein Rad irgendwo zu Hause stehen. Achso, habe ich 2 Akkus. Mit genau so einem Akku. Und wenn du dann wirklich mal die Mammut-Tour über die Alpen vorhast, dann nimmst du deinen zweiten Akku, den du zu Hause hast, und nimmst du einfach mit. Das kann auch ein 400er sein, spielt keine Rolle. Ja, genau, der passt trotzdem. Und was man dazu sagen muss, das neue Best 3-System wird auch nochmal diese Powerpacks haben mit 400, 500, 625 und 545. 600 soll dann irgendwann kommen und 800 und 725 gibt es ja auch. Was immer du gerade erzählt hast, was heißt denn das? Okay, ich sage es da ganz einfach. Diese Akkus wird es trotzdem noch mit dem neuen System geben. Ja. Die wollten 600 machen, Bosch, haben es aber mit den Zellen nicht geschafft und haben für jetzt 23, 545. So, das heißt, ich kriege den Akku im gleichen Packmaß noch stärker. Genau, das ist kein Auslaufmodell, das wird es noch so geben. Momentan als 545 oder als 725, weil sie das 800 noch nicht hingekriegt haben. Das kriegen sie aber demnächst hin. Dann werden die mit 800 gehen und mit 600. Und es ist halt irgendwie schade, dass wenig Hersteller auf dieses ich hab's zum Einsatz. Also ist cool. Setzen, weil es macht halt die Räder wirklich leichter. Und ja, wenn du so eine Abdeckkappe hast, also früher hat das auch noch Scott und Bergamont viel gemacht, so schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Also ich finde das echt eigentlich eine charmante Sache. Ja, du hast eben noch gesagt, das sieht nicht gut aus am Anfang. Nee, ich finde es cool. Ja, aber am Anfang, ich kann dir das Video vorstellen, hast du gesagt, was hat er gesagt? Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Geht so ein bisschen Richtung Wolfen Schafspelz. Ich meine, der Punkt ist klar, ne? Es ist Teilintegration. Mittlerweile sind wir halt einfach vom Design her bei Vollintegration etabliert angekommen, würde ich mal sagen. Es geht ja ums Geld. Also überleg mal, du kriegst ja ein Markenrad mit Luftfeder, mit absenkbarer Sattelstütze, mit Bosch CX für 3.1 beim Fachhändler. Und jetzt nicht, und jetzt nicht bei, wie heißt das Ding, wo man nachgucken kann, wer der billigste ist? Im Internet. Preissuchmaschinen oder was meinst du? Welche denn? Ich habe lange nicht mehr geguckt. Ja, ich bin kein Internetkäufer, sorry. Es ist nicht Lieferando. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Zalando aber auch nicht. Nee, Zalando auch nicht. Es gibt so eine Preissuchmaschine, wo man gucken kann, wer der billigste ist. Wie heißt die? Ich habe früher bei Computersachen irgendwie Geizhals. Oder? Krass, jetzt hast du mindestens 8 Millionen Zuschauer, die alle wissen, wie es heißt. Egal. Da ist es Stevens Fachhandelsfahrrad. Wir haben heute den 21. März. Bitte mal fahren. Ist es deine Rahmengröße diesmal? Wir haben ja eben ein XL-Rad. Aber wie gesagt, Stevens ist ziemlich groß unterwegs. Also ich fahre bei anderen Herstellern, fahre ich mal ein L, aber bei Stevens Du bist wie groß, bist du 1,76, oder? 78, 79. 78, 79. Ja, okay. 1,80 ein bisschen weniger, aber es geht irgendwie schon. So, also was hast du jetzt gemacht? Du hast auf den Knopf gedrückt, dann konntest du den Sattel runter machen? Dropper-Post, genau. Und dann guckt mal bei anderen Herstellern, wo ihr ein Hardtail für 3 kriegt, wo eine Dropper-Post dran ist. Ich filme mal gerade den Preis nochmal. Also das ist der Preis, Kinder. EKJ. EKJ. Genau. Da, EKJ. Designed and engineered in Hamburg. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es das von irgendeinem anderen Hersteller gibt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Bestimmt. Nee. Gibt's bei McDonald's. So, bitteschön. Und nicht mit 12-Gang Deore-Schaltung. Sag mal, die Hersteller, es gibt ja 36, 48 Volt. Bosch hat immer 36 oder seit eh und je? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ja, eigentlich schon. Ich glaube schon immer. Ja. Wenn die Powerpacks ja immer kompatibel sind. So, jetzt. Es mag sein, dass halt die erste Generation, nee, ich glaube seit der ersten Generation, ja. So,
Wir lassen es mal offen. Genauso wie die Suchmaschine. Also was ich bei dem Rad noch super finde, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, ist die Bremsanlage. Hast du vorne auch 4-Kurvenbremsen. Genau, wenn du mal gerade einen Stoppie machst. Ein Stoppie. Sehr schön. Er hat es zu spät verstanden. Aber du darfst gerne mal anreisen und darfst noch einen Stoppie machen. Hey, er hat es nach vorne hochgehoben. So, bitteschön. Hey, ist ein neues Rad. Ich bleib mal. Ah, jetzt komm, jetzt einmal, dass wir sehen können. Nein, genau, beschleunigen dann. Der DCX, hast du gegen Wheelie fast? Also das geht problemlos mit dem, oder? Das geht problemlos und auch gerade mit der Schaltung. Ne? 12 Gänge, das ist richtig Bandbreite. Also, das ist ein sportliches Rad. Gleichzeitig fahren oder jetzt irgendwie ein bisschen. Aber kein Stoppie. Gut. Also, hier steht's. Wir sind bei Conrad Green Bikes. Tolles Fahrrad, 3.100 € für ein Hardtail. Gibt es auch billiger. Ihr habt doch welche da für noch günstiger, aber dann nicht mit der Ausstattung. Keine Luftfeder, kein Dropperpost, kein hier, kein da und vielleicht auch kein CX. Aber hier alles mit drin und das im Fachhandel. Danke. Danke, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. So, und damit ihr wisst, wo ihr seid, Konrad bei Green Bikes, nächstes Jahr 30 Jahre, das ist die Rufnummer. Tschüss.